Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kurzen Status-Update zum M2. Ich weiß, ich hänge total hinterher, aber ich werde irgendwie auch nicht jünger und mittlerweile auch scheinbar senil. Das hier ist der Haken, Gewinde M14, den ich mir besorgt habe, der auch ins Auto passt, also sprich in den Motorblock oben, an die Stelle, wo ich den Motor anheben will. Und ich dachte, ich hätte mir entsprechende M14er Gewindestangen besorgt. Hier steht auch drauf, was das ist. Ich habe natürlich nicht geguckt, weil ich mir sicher war, ich habe M14 bestellt. Und wie ihr sehen könnt, die kommen halt in einer etwas, so eine Meterware ist das. Das heißt, also jede Stange ist ein Meter. Kriege ich natürlich nicht unter die Motorhaube. Bedeutet, ich habe jetzt hier die vermeintliche M14er schon mal halbiert und auch an den Schnittstellen das Ganze entgratet, sodass ich das eindrehen kann. Und jetzt gehen wir mal ins Auto und schauen uns an, wie dusselig ich doch bin. So, jetzt sind wir hier am Patienten. Und als erstes werde ich jetzt einmal den Haken nochmal eindrehen, damit ihr das nochmal seht, dass das die richtige Größe ist. Also der Haken hat wie gesagt 14er Gewinde. Den kann ich hier wunderschön reindrehen. Alles tutti. Dann könnte ich hier den Motor anheben. Wäre perfekt. So. Und wie gesagt, ich dachte, ich hätte 14er Stangen bestellt. Es sind natürlich keine 14er Stangen. Es sind 12er. Mein Gott, wie doof kann man sein, oder? Jetzt säge ich das hier ab, fall mir da einen weg, um dann festzustellen, ist eine 12er. Dabei steht es tatsächlich auch auf dem Zettel an der Stange, dass eine 12er ist. Aber ja, so ist das, wenn man irgendwie da immer wieder rangeht und dann gar nicht mehr weiß, was der letzte Arbeitsschritt war. Jetzt habe ich nochmal eine 14er bestellt, beziehungsweise das heißt nochmal, ich habe jetzt nochmal eine Gewindestange bestellt, dieses Mal die richtige, Größe 14. Und dann kann es beim nächsten Mal hoffentlich endlich hier weitergehen, damit ich da diese beiden Kollegen endlich mal rauskriege und das Ding hier wieder fertig zusammenbauen kann. Denn im April muss ich da ja auch TÜV machen. Ich habe auch noch eine weitere Sache besorgt, die zeige ich euch jetzt auch noch schnell. Und zwar habe ich mir das hier besorgt, weil mir das ein bisschen riskant ist, den Motor nur in Anführungszeichen über die Motorbrücke anzuheben. Und ich muss ja dann mich unterhalb des Autos bewegen und ja, die Motorlager lösen. Und mir ist das ein bisschen zu heikel, da ich ja keine richtige Hebebühne habe, sondern nur diese da, diese kleine. Das heißt, das unter das Auto kommen und das aus dem Auto oder unter dem Auto hervorkommen ist immer ein bisschen aufwendig, weil das so bodennah ist. Da kann ich ja nicht einfach drunter laufen. Sprich, wenn was schief geht und die Motorbrücke nicht hält, würde mir der Motor ja runterfallen, im ungünstigsten Falle auf mich drauf. Deswegen ist das hier sozusagen meine Second Line of Defense oder einfach meine zweite Absicherung. Ist hier so eigentlich für Motorräder gedacht, ist oben schön gummiert, das heißt, da sollte ich mir an der Ölwanne nichts kaputt machen und dann kann man hier einfach hochpumpen. Ich demonstriere das einmal. Ist natürlich jetzt nicht fest, Moment. Das Ganze einmal verriegeln. Ja, jetzt alle. So, jetzt seht ihr schon, jetzt hat sich das angehoben. Das heißt, das kann ich dann, wenn ich den Motor anhebe, zusätzlich verwenden, um den abzusichern. So habe ich ihn oben über die Motorbrücke gesichert und dann eben unten über dieses Teil hier gestützt, sodass dann eigentlich nichts mehr schief gehen sollte. Und wenn man fertig ist, lässt man den einfach ab. Ganz simple Konstruktion. Ist wie gesagt eigentlich für Motorräder gedacht, aber für meinen Zweck sollte das auch funktionieren. Bedeutet, ich bin weiter dran. Ich weiß, das zieht sich alles furchtbar lang, tut mir leid. Ich hoffe, dass wir dann im nächsten Video, wenn die 14er Gewindestange da ist, dass wir dann es schaffen, den Motor anzuheben, das eine Motorlager auf der Beifahrerseite auszubauen und endlich die Turbos zu tauschen. Und danach geht es einfach nur noch ans Zusammenbauen. Das heißt, ich bin dran. Stay tuned für den nächsten Schritt. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.